Hallo, schön, dass du wieder eingeschaltet hast bei Ride On With Friends. Mein Name ist Jürgen und heute habe ich was ganz Außergewöhnliches vor, denn ich mache zum ersten Mal Werbung für ein Produkt, von dem ich begeistert bin, dem neuen Carboride W702. Was man damit auf dem Motorrad machen kann, aber nicht nur auf dem Motorrad, das erkläre ich im anschließenden Video. Also viel Spaß dabei und bis dann. Ciao. Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Ride On With Friends. Mein Name ist Jürgen und es freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wenn du dich auch ständig über die Zuverlässigkeit und das Preis-Leistungs-Verhältnis der teuren Motorradnavigationsgeräte ärgerst und du deswegen nach besseren Alternativen suchst, dann habe ich mit Apple CarPlay oder Android Auto auf dem Carboride 702 eine neue, günstige und smarte Lösung für jedes Motorrad entdeckt. Wenn dich das interessiert, wie du in wenigen Minuten dein Bike aufrüstest und was du damit machen kannst, dann bleib dran. Viel Spaß! Hallo liebe Ride On With Friends Community und hallo Jürgen. Du hast ja jetzt eine neue, günstige und smarte Möglichkeit entdeckt, wie man heutzutage jedes Motorrad mit Apple CarPlay oder Android Auto ganz einfach aufrüsten kann und somit ganz auf die problematische Montage des Smartphone am Motorradlenker verzichten kann. Erzähle uns bitte mehr davon. Ja gerne, aber lass mich erst einmal kurz erzählen, wie ich auf das Thema und letztendlich das Produkt von Carboride gestoßen bin. Mit der Routenplanung und Navigation auf dem Motorrad beschäftige ich mich schon seit über 20 Jahren. Und heute plane ich bei längeren Touren auch noch konventionell mit Land- und Straßenkarten. Aber natürlich auch am PC mit Google Maps, Basecamp, Curviga oder Calimoto und auf dem Smartphone mit Scenic, Wikiloc, Calimoto oder auch Google Maps. Bei einfachen Touren habe ich früher die groben Meilensteine analog auf Papier gebracht und die Karte auf dem Tankrucksack montiert. Ab 2007 begann dann bei mir das digitale Zeitalter mit der Motorradnavigation. Zunächst mit dem Garmin Zumo, dann dem Garmin XT und schließlich dem BMW Motorradnavigator. Parallel erprobte ich schon immer auch die ersten Navi-Apps auf dem Smartphone. Es begann mit dem iPhone 3G, dann das 5er und nutze aktuell mit dem iPhone 6 im Benchmark zu den Navigationsgeräten Calimoto. Im März 2023 bin ich dann das erste Mal nur mit meinem iPhone und meiner Rutschi an den Gardasee gefahren. Die Smartphones und die Navi-Apps wurden immer leistungsfähiger, performanter und zuverlässiger. Nach dem Testen des neuen BMW Connected Ride Navigator oder Garmin Zumo XT2 ist mein Entschluss gereift, dass ich eine Alternativlösung suchen wollte. Da ich auch noch eine neue Kamera benötigte, habe ich mir das iPhone 15 Pro Max zugelegt, auf dem ich dann weiter Calimoto nutzen wollte. Aber dann begann mein Problem. Trotz Montagehalter mit einem Anti-Vibrationsmodul wollte ich mein neues iPhone auf Empfehlung von Apple nicht am Motorradlenker dauerhaft anbringen. Obwohl mein Handy wasserdicht ist und eine viel höhere Prozessorleistung für die Routenberechnung hat und ein größeres Display als jedes Navigationsgerät besitzt, ist mir das Risiko, dass das Handy zum Beispiel durch starke Sonneneinstrahlung überhitzt, die Bildstabilisatoren der integrierten Kamera durch Mikrovibrationen kaputt gehen oder sogar die USB-C-Steckdose ausschlägt, einfach zu groß.
Bei einigen neuen Motorradmodellen wurde mittlerweile Apple CarPlay bzw. Android Auto integriert. Die Software ermöglicht es, ein Smartphone mit dem Auto oder dem Motorrad zu verbinden. Dadurch können Fahrer bestimmte Funktionen wie Navigation, Musikwiedergabe, Anrufe und Textnachrichten und vieles mehr des Smartphones über das Fahrzeugdisplay steuern. Aber wie sieht die Lösung für ältere Motorräder, aber auch ganz aktuelle Motorräder aus, die dieses Feature noch nicht haben? Carburide konnte mir sofort weiterhelfen und hat mir sein neuestes Produkt W702, das speziell für Motorräder entwickelt wurde, kostenlos zum Testen zur Verfügung gestellt. Okay, Carburide hat dein Problem verstanden und auch eine Lösung speziell für Motorradfahrer entwickelt. Aber was hast du nun konkret zum Nach- bzw. Aufrüsten von Apple CarPlay oder Android Auto erhalten? Am besten schauen wir mal in den Karton, den ich bereits nach 5 Tagen Lieferzeit aus Düsseldorf geliefert bekommen habe. Da ich den Carburide schon ausprobiert habe, ist das Produkt nicht mehr ganz original verpackt. Als erstes sehen wir den qualitativ sehr hochwertigen Monitor mit einer 7 Zoll Diagonalen und einem kleinen Sonnenschutz. Das entspricht einer Kantenlänge von etwa 18,2 cm Breite und 11,4 cm Höhe. Die beigelegte Bedienungsanleitung ist zwar nur in Englisch, aber sehr ausführlich auch bebildert. Gut erläutert ist die Inbetriebnahme und die einfache Montage am Motorrad. Den Monitor kann man durch einen kleinen Taster ein- und ausschalten. Daneben lässt sich eine SD-Speicherkarte installieren. Hier muss man allerdings das Gehäuse aufschrauben, damit es nach IP67 Standard weiter staub- und wasserdicht bleibt. Mitgeliefert werden 2 alternative Anschlusskabel am Bordnetz zur Stromversorgung. Ein Kabel für die Bordbatterie mit einer Kfz-Sicherung und ein Kabel für einen USB-A-Anschluss. Dabei ist auch ein hochwertiges RAM-Mounts-kompatibles Montageset mit Verbindungsarm und Klemmschelle, die über 2 Schrauben montiert werden kann. Da ich den Monitor an meiner BMW 1200er GS, meiner Wutschi Rallye 300 und meinem E-Scooter nutze, verwende ich von RAM Mounts den Halter Tough Claw, also einen Halter mit einer schraubbaren Klaue, damit ich in wenigen Sekunden den Monitor an jedem Fahrzeug am Lenker montieren und bei Nichtgebrauch demontieren kann. Und hier erstmal die Zusammenfassung des Carburide W702. Und das Set gibt es aktuell im Februar 2024 zu einem Preis von 212 € inklusive Lieferung bei Bestellung mit meinem Rabattcode. Näheres findest du in der Videobeschreibung. So, wir haben jetzt genug Theorie über Apple CarPlay und dem Carburide gehört. Lass uns mal in die Garage gehen, den Carburide montieren und dann eine Testfahrt mit dem Motorrad unternehmen. Das Wetter passt ja sehr gut und du hast ja schon eine kleine Teststrecke am PC mit Kalimoto geplant, die wir dann mit dem iPhone abrufen können.
Wenn ich es richtig verstanden habe, dann kannst du ja dein iPhone in der Motorradjacke sicher verstauen und nun mit CarpoRide, Apple CarPlay und Kalimoto ganz smart navigieren, oder? Das ist der Next Level der Motorradnavigation. Ja, das finde ich auch. Eine kleine Innovation. Hier siehst du übrigens, wie ich die RAM-Mounts-Halterung am Lenker angebracht habe. 10 Sekunden zuschrauben und das war es. Das Kabel vom CarpoRide stecke ich einfach hier in die USB-Dose. Jetzt verschraube ich noch am anderen Ende des Verbindungsarmes den Monitor. Das war es. Einfacher geht es nicht. Ich habe mein CarpoRide so konfiguriert, dass es sich automatisch über Bluetooth und WLAN mit meinem iPhone und damit auch mit Apple CarPlay verbindet. Auch meine Helmlautsprecher werden automatisch über Bluetooth mit CarpoRide verbunden, sobald ich die Zündung eingeschaltet habe und CarpoRide Strom hat. Das Ganze geht in wenigen Sekunden. Da meine Smartphone-App über die Cloud erkannt hat, dass ich am PC bereits eine Route zur Sommerresidenz der Wittelsbacher, dem schönen Dachauer Schloss, geplant habe, wird diese Route gleich am Display von CarpoRide angezeigt. Natürlich möchte ich auch noch schöne Musik zum Motorradfahren hören. Man kann natürlich alle Funktionen von Apple CarPlay nutzen, telefonieren, WhatsApp-Nachrichten oder SMS vorlesen lassen, Amazon Music, Hörbücher oder Podcasts hören oder mit Garmin Maps navigieren und vieles mehr. Während die meisten Funktionen eine Online-Verbindung benötigen, läuft meine Navigation über Kalimoto offline. Das heißt, ich habe die Straßenkarten alle lokal auf dem Smartphone. Bei bestimmten Verkehrssituationen kann es auch einmal vorkommen, dass ich mit Google Maps navigiere. Demnächst wird es ja von Google auch eine Version speziell für Motorradfahrer geben. Jetzt bin ich aber gespannt, wie sich das CarpoRide im Praxistest eignet. Wir sehen uns dann wieder nach deiner Rundfahrt und dann kannst du ausführlich berichten. Bis gleich. So, jetzt geht es aber los. Ich habe diese Route extra herausgesucht, weil wir dann über die Dachauer Rüttelplatte fahren. Das heißt, in die wunderschöne Altstadt hoch zum Schlossberg geht es nur über Kopfsteinpflaster. Und da bin ich mal gespannt, wie sich der Monitor verhält. Bis gleich. Sind deine Erwartungen alle erfüllt worden oder kann CarpoRide für Motorradfahrer noch etwas verbessern?
Ich bin ganz gespannt auf deine Meinung. Ja, lass mich erstmal den Carburite demontieren. Ganz einfach Kabel aus der USB-Steckdose und Klemme abschrauben. So, das war es. Hier nun meine Erfahrungen nach mehreren Kilometern Motorradstrecke mit dem Carburite. Das Gesamtsystem erfüllt meine Erwartungen sehr gut und ich kann die Kombi Smartphone mit Navi-App, Carburite mit Apple CarPlay oder Android Auto und die Anbindung mit Bluetooth-fähigen Helmkopfhörern, zum Beispiel von Sena, Cardo oder anderen Herstellern, jedem empfehlen. Gerade für diejenigen ist die smarte Lösung ideal, die wie ich ein Smartphone anstelle eines über 700 € teuren Navigationsgerätes nutzen will und aber das Risiko mit der Montage seines teuren Handys am Motorradlenker sieht. Die Geräte verbinden sich alle schnell und automatisch über Dual Bluetooth und WLAN und der Nebeneffekt: Man kann aktuell mit 7 Zoll den größten Navigationsmonitor nutzen. Positiv ist mir aufgefallen, wie simpel das ganze System funktioniert und wie leicht es sich am Motorrad montieren und demontieren lässt. Der 7 Zoll Monitor ist viel besser für mich zum Navigieren geeignet als mein Smartphone. Die Übertragung vom Smartphone an Apple CarPlay war super performant. Selbst als ich falsch abgebogen bin, wurde sofort die Route neu berechnet, im Gegensatz zu meinem Garmin, der erst einmal gefühlt einige Sekunden braucht, bis er bemerkt, dass ich die Route verlassen habe. Der Monitor spiegelt zwar, aber die Lichtstärke lässt sich sehr gut bei starker Sonne anpassen. Rundum bin ich mit dem Carburite W702 sehr zufrieden. Ein paar kleine Verbesserungen sehe ich dennoch. Die Taste zum Ein- und Ausschalten lässt sich mit Motorradhandschuhen kaum bedienen. Ich nutze die Funktion meiner USB-Steckdose, die bei ausgeschalteter Zündung den Carburite automatisch ausschaltet oder bei Zündung wieder einschaltet. Und falls man doch spontan noch eine SD-Speicherkarte mit Multimedia-Files einstecken will, dann benötigt man einen kleinen Kreuzschraubendreher, um den Slot zu öffnen und zu verschließen. Wenn euch die Lösung genauso wie mich überzeugt hat, dann könnt ihr über meinen Rabattcode auch noch 50 € sparen. Den Link und den Rabattcode findet ihr in der Videobeschreibung. Also bis dann, euer Jürgen. Proceed to the route.